Mama. Ich wollte dir nur sagen, ich setze mich in den nächsten Flieger und komme zu dir. Im Augenblick besteht keine akute Lebensgefahr mehr. Hast du gehört? Er wird leben. Sein Zustand ist stabil. Er ist aber, das muss ich in aller Deutlichkeit sagen, noch nicht über den Berg. Hey, ich bin für dich da. Ja? Hi. Hi. Was gibt's? Nichts Besonderes. Ich wollte nur sehen, wie es dir geht. Ganz gut. Sicher? Ja? Brauchst du irgendwas? Nee. Ich gehe dann rein. Ja, ciao. Ist alles in Ordnung? Ich meine, zwischen Tom und dir. Ja. Was soll sein? Es ist ja furchtbar, der arme Heino. Ja, kaum hat er seinen Flugschein, passiert sowas. Kathi ist völlig fertig. Hoffentlich erholt er sich schnell. Im Moment ist leider noch unklar, ob er überhaupt durchkommt. Er liegt noch immer im Koma. Es tut mir wirklich leid. Auch wenn das jetzt vielleicht herzlos klingt. Aber im No Limits wird es deswegen Probleme geben. Wieso? Ihr habt doch die Aushilfe. Ja, aber die ist für Daniel. Wir brauchen dringend Ersatz für Heino. Nina muss doch unbedingt was machen. Ja, was schaust du mich so an? Ich weiß auch nicht, wo sie ist. Wie bitte? Sie ist einfach so weggefahren. Hoffentlich ist bei ihr alles in Ordnung. Wieso sollte es das nicht sein? Ja, weil sie niemandem gesagt hat, wo sie hinfährt. Vielleicht hat sie einen Spontantrip gemacht. Dass Nina einfach so wegfährt, das muss doch noch lange nichts Schlimmes bedeuten. Ja, trotzdem. Ich bin mir sicher, dass sie die Trennung genauso mitgenommen hat wie mich. Mama, Nina hat sich von dir getrennt, nicht umgekehrt. Wenn ich nur wüsste, wann sie wiederkommt. Bestimmt schon bald. Und dann kannst du ja noch mal mit ihr reden. Wenn sie mich überhaupt sehen will. Meinst du denn, dass ihr wieder zusammenkommt? Das halte ich für eher unwahrscheinlich. Nein, das meine ich nicht. Ich wollte eher wissen, ob du es überhaupt noch willst. Ja. Auch wenn es verrückt ist. Boah, war das anstrengend. Ja, das kommt vom vielen Shoppen. Typischer Fall von Frustkauf, würde ich sagen. Aber mir geht's schon wieder besser. Hi, was darf ich euch bringen? Hi, du kennst mich gar nicht, was? Nee, leider nicht. Ich bin Nina. Daniel hat dich angestellt. Genau. Er hat ein glückliches Händchen, oder? Ja, das glaube ich auch. Sie haben Glück. Ihre Chefin mag Sie. Ja, bringst du uns bitte 2 starke Kaffee? Das brauche ich jetzt nach der amerikanischen Plörre. Wir sitzen da drüben. So schön es in den USA auch war. Ich bin froh, wieder hier zu sein. Geht's dir auch so? Ich weiß nicht. Dich erinnert einiges hier an Arno, stimmt's? Ja, natürlich. Willst du ihn eigentlich wiedersehen? Kann ich dir gar nicht sagen, aber im Moment wahrscheinlich nicht. Nina, ich bin die nächsten Tage unterwegs. Geschäftstermin? Ich hoffe, du kommst alleine zurecht. Du meinst wegen Erika? Ich komme damit schon zurecht. Mir geht's ja auch schon wieder ganz gut, wirklich. Solange sie mir nicht über den Weg läuft. Hi, ich bin wieder da. Hi. Hallo, Milli. Na, geht's dir ein bisschen besser?
Ich glaube, das war genau die falsche Frage. Wollen wir noch was trinken gehen? Nee, ich muss gleich noch arbeiten. Gibt's was Neues von Heino? Von Heino nicht, aber von Christian. Er wird morgen aus dem Krankenhaus entlassen. Ach, klasse. Aber dann braucht er erst noch mal Ruhe. Ja, ist klar. Denkst immer noch viel an Heino, stimmt's? Bevor ich das Wort an die Herren von der Mordkommission übergebe, noch etwas in eigener Sache. Was ist? Nichts. Entschuldige bitte. Hi, ihr beiden. Hi. Hi. Heinos Gesundheitszustand ist also stabil. Woraus schließt du das? Na, wenn die Ärzte ihn aus dem künstlichen Koma holen wollen. Ja, das ist richtig. Das ist gut für Kathi. Schläft sie? Hoffentlich. Ich habe ihr einen Beruhigungstee gemacht. Sie braucht jetzt sehr viel Ruhe. Kathi, konntest du nicht schlafen? Doch, aber ich habe schlecht geträumt. Heino und ich, wir sind geflogen. Dann sind wir in Turbulenzen geraten und abgestürzt. Das war alles sehr echt. Aber es war nur ein Traum. Genau. Die Wirklichkeit sieht viel besser aus. Heino soll nämlich schon heute Abend aus dem künstlichen Koma geweckt werden. Und das sagst du mir erst jetzt? Der Anruf war erst vor kurzem. Und du hast geschlafen? Du hättest mich doch wecken können. Ich muss sofort ins Krankenhaus. Es kann aber noch einige Zeit dauern, bis er ansprechbar ist, Kathi. Besser, du bleibst heute noch hier und fährst morgen ins Krankenhaus. Ich fahre jetzt hin. Aber dann lass mich dich wenigstens hinbringen. Du bist viel zu aufgeregt. Caroline kommt mit. Klar, wenn du willst. Natürlich. Vielleicht kann ich ja dann schon heute Abend mit Heino reden. Ich ziehe mich nur schnell um. Ja. Nina, das ist ja eine Überraschung. Hey. Was machst du denn hier? Ich bin aus Amerika zurück. Heute Abend angekommen. Ah, warst du bei deiner Mutter? Ja, die habe ich auch gleich mitgebracht. Ja, er hat sich bestimmt gleich hingelegt. Ja, ich versuche hier noch eine Weile durchzuhalten. Freut mich, dass du wieder da bist. Erika hatte ich auch unheimlich vermisst. So? Ja, sie würde sich unheimlich gern mit dir aussprechen. Meinst du, ihr kriegt das hin? Du, ich weiß nicht. Ehrlich gesagt bin ich vor allem... Entschuldige. Ehrlich gesagt bin ich vor allem zurückgekommen, um hier nach den Rechten zu sehen. Ach so. Ja. Ich wüsste auch gar nicht, was ich mit ihr bereden sollte. Es ist alles noch zu frisch. Verstehe. Ach, wenn du Heino übrigens siehst, könntest du ihm sagen, dass er mich anrufen soll? Ich wollte den Dienstplan für nächste Woche machen. Ach so, du kannst es ja noch gar nicht wissen. Was denn? Oh, Herr Dr. Spangenberg? Entschuldigen Sie bitte, wir wollten zu Heino Toppe. Wie geht's ihm? Ist er aufgewacht? Nein, das wird auch noch eine ganze Weile dauern. Aber das hatte ich Ihnen am Telefon doch schon gesagt. Ja, ich wollte trotzdem herkommen. Das verstehe ich auch. Aber im Moment kann ich einen Besuch nicht befürworten. Wieso denn nicht? Weil der Patient äußerste Ruhe braucht. Wieder selbst zu atmen ist für den Körper eine große Belastung nach einer solchen Operation. Ist es denn so gefährlich, das Koma zu beenden? Nein, normalerweise kann da nichts passieren. Aber wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, fahren Sie jetzt wieder nach Hause und kommen Sie morgen wieder. Ich glaube wirklich, das wäre das Beste. Nein, ich bleibe hier. Ich will da sein, wenn er aufwacht. Letztlich ist das Ihre Entscheidung. Also dann bis später vielleicht. Normalerweise, was meint er denn damit? Oh. Er hat gesagt, normalerweise ist es kein Problem, das Koma zu beenden. Ja, Ärzte reden manchmal so ungenau. Sie wollen sich nicht unbedingt festlegen. Das ist so eine Art Berufskrankheit. Glaubst du also nicht, dass er damit irgendwas Bestimmtes ausdrücken will? Nein, ganz bestimmt nicht. Aber weißt du was? Warum besuchst du nicht einfach Christian? Hier ist im Moment sowieso nichts los. Ja, ist eine gute Idee. Hältst du dir die Stellung? Ja. Und wenn es irgendetwas sein sollte, dann hole ich dich sofort. Danke. Bis später. Tschüss. Tschüss. Ach, Sie müssen der in Feinschmeckerkreisen bekannte Uli Brozeski sein. Haben Sie vielleicht einen Tisch für uns? Da muss ich mal scharf nachdenken. Du scheinst ja alles gut im Griff zu haben. Klar, man tut, was man kann.
Dann lass uns mal was zusammen trinken. Keine Zeit. Ach, ein Drink mit uns. Entschuldige, ich muss noch wirklich viel tun. Okay. Uli scheint der Job hier richtig Spaß zu machen. Er sollte es nur nicht übertreiben, oder? Vielleicht ist das auch seine Art, mit dem Unfall umzugehen. Kann schon sein. Uli ist wie gelähmt seitdem, findest du nicht? Stimmt. Ist auch kein Wunder. Ich meine, Heino ist sein bester Freund. Und wie läuft es jetzt zwischen euch? Gut. Uli ist jetzt richtig locker. Was war eigentlich vorhin los, als ihr beide im Schlafzimmer wart? Wie meinst du das? Na, habt ihr wieder darüber geredet, dass du in ihn verknallt bist? Er wirkte so verkrampft. Er war völlig fertig wegen Heino. Und ja, und dass ich ihn gut finde, das weiß er auch. Und das beides zusammen, das... Ja, verstehe. Hat ihn ein bisschen überfordert. Ich gehe doch noch mal im Krankenhaus vorbei. Vielleicht gibt's was Neues. Alles klar. Ist nicht leicht für dich, was? Wie kommst du denn jetzt darauf? Na, ich sehe doch, wie du Uli nachschaust. Vergiss deine Zahnbürste nicht. Die habe ich schon eingepackt. Ich wünschte, Heino würde auch bald entlassen. Na, das wird wohl noch ein bisschen dauern. Na, Hauptsache ist ja, dass er überhaupt lebt. Ohne dich, da wäre er wahrscheinlich tot. Naja. Doch. Ich wollte mich schon die ganze Zeit bei dir bedanken. Dafür, dass du Heino aus der Maschine gezogen hast. Ja, mehr konnte ich auch nicht machen. Bin ja leider kein Arzt. Der hätte aber auch nichts mehr tun können, wenn du nicht gewesen wärst. Hat sich bei Heino inzwischen was Neues ergeben? Mhm. Sie wollen ihn aus dem Koma holen. Echt? Das ist ja super. Ja, aber es wird noch ganz schön lange dauern, bis er wieder ansprechbar ist. Egal. Ich warte mit dir. Hi, Christian. Hi. Na, hi. Hallo. Hast du schon deine Sachen gepackt für morgen? Kannst wohl kaum erwarten, hier rauszukommen, was? Ne, deswegen hau ich auch schon heute Abend ab. Man hat die Ärzte so lange genervt, bis sie es erlaubt haben. Ich muss Ihnen nur versprechen, dass ich mich zu Hause gleich wieder hinlege. Aber jetzt bleibe ich noch ein bisschen. Du willst darauf warten, dass Heino aufwacht? Hat dir Dr. Spangenberg davon erzählt? Ja, ich habe ihn gerade auf dem Gang getroffen. Ja, super, dann können wir jetzt alle zusammen warten. Also ich an deiner Stelle würde hier lieber nach Hause fahren und mich ausruhen. Und zu Heino dürfen sowieso nur 2 Leute fahren. Ich kann dich gern fahren. Ich will aber dabei sein, wenn Heino aufwacht. Deswegen kannst du dir aber nicht die ganze Nacht um die Ohren schlagen. Du bist doch selber noch ganz schön schwach. Wenn sich was ergeben sollte, kommen wir einfach zurück. Jetzt fahren wir erstmal, okay? Ihr habt schon recht. Außerdem wollte ich ja auch unbedingt hier raus. Millie hat mir gesagt, dass du wieder da bist. Ja? Hat sie dich also gleich angerufen, nachdem sie mich hier getroffen hat? Darf ich fragen, wo du gewesen bist? Bei meiner Mutter. Und wieso hast du dich die ganze Zeit nicht gemeldet? Ich mach das schon. Bitte, Nina, wir müssen uns doch irgendwann mal aussprechen. Nicht jetzt. Gut, dann warte ich. Das ist Zeitverschwendung. Besser du gehst. Christian, schön, dass du wieder da bist. Tja, Uli hat mich da rausgeholt durchs Toilettenfenster. Dir scheint's hier wieder richtig gut zu gehen. Kann man so sagen. Vergiss nicht, du hattest eine leichte Gehirnerschütterung. Uli hat recht. Leg dich sofort hin, okay? Das Bett ist übrigens frisch bezogen. Danke. Na, dann lass uns den Kleinen mal in die Eier bringen. Nee, das kriege ich schon alleine hin. Meine Birne hat vielleicht was abgekriegt, aber meine Beine sind noch okay. Ich bin doch kein Opa. Und wie steht's mit Heino? Also, vorhin war er noch nicht aufgewacht. Aber das hat doch nichts zu bedeuten, oder? Woher soll ich das wissen? Ich bin doch kein Arzt. Was ist denn? Ja, ihr löchert mich hier mit Fragen. Jetzt komm mal runter, ja? Es kann noch eine Weile dauern, bis Heino wieder aufwacht. Das ist aber völlig normal. Siehst du, Tom weiß bestens Bescheid. Ich glaube, ihr unterhaltet euch lieber alleine weiter. Wo willst du denn jetzt hin? Ich muss noch mal ins Schneiders. So plötzlich? Ja, ich hab halt einen Job. Was ist denn mit ihm los? Ach, das ist bestimmt wegen Heino. Nein, der war auch vorher schon so komisch. Der hat bestimmt was anderes.
sieht jetzt schlimmer aus, als es ist. Mach dir keine Sorgen. So, Und, gibt's was Neues? wir werden jetzt langsam den Sauerstoffgehalt im Beatmungsgerät drosseln. Ja, und dann? Müsst ihr Verlobte eigentlich wieder anfangen, selbst zu atmen? Wird er dann aufwachen? Ja, aber nur ganz allmählich. Bis Sie mit ihm reden können. Es dauert noch eine Weile. Über was reden die denn da? Das weiß ich auch nicht. Also ich gehe jetzt rein und frage. Nein, 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 das geht jetzt nicht. Warten wir lieber, bis der Doktor wieder rauskommt. Ach, irgendwas stimmt doch da nicht. Wenn du was trinken würdest, dann hätte es ja wenigstens noch einen Sinn, dass du hier bist. Ich gehe nicht weg, bis wir geredet haben. Mach, was du willst. Ich habe mir die ganze Zeit Sorgen um dich gemacht. Ist dir das klar? Lässt du mich bitte vorbei? Und du behandelst mich hier wie irgendeine Verrückte, die dich belästigt. Immer muss alles nach deiner Pfeife tanzen. Wenn du reden willst, müssen wir reden. Ich will aber nicht. Also geh endlich. Ich kann nicht, Nina, weil ich dich liebe. Du liebst mich? Das merke ich, seitdem ich wieder hier bin. Weil ich mich mies fühle. Verstehst du das? Deine Liebe tut weh. Sie macht mich kaputt. Was war denn hier los? Was ist los? Tja, Sie haben es ja gesehen. Wir sind nicht ganz glücklich. Aber wieso? Der Sauerstoffgehalt im Blut Ihres Verlobten ist zu niedrig. Seine Atmung ist dadurch instabil und nicht ausreichend. Was bedeutet das konkret? Dass wir die Prozedur zunächst abbrechen müssen. Mein Gott, was heißt das denn? Kann Heino irgendwas passieren? Nein, wir können ihn ja künstlich beatmen. Wir verschieben den Aufwachversuch. Das ist alles. Ja, und bis wann? Ja, das ist schwierig vorherzusagen. Ich schätze 4-5 Tage. Nein. Ich halte diese Warterei einfach nicht mehr aus. Können Sie nicht früher einen erneuten Versuch starten? Ich würde im Moment davon abraten. Der Patient ist einfach zu geschwächt. Sie werden sich noch eine Weile gedulden müssen. So schwer das auch ist. Ich muss mal mit dir reden. Okay. Gestern Abend, der Kuss, Ja? das war schon in Ordnung. In dem Moment. Ich meine, ich war total fertig und du hast mir geholfen. Das ist eben passiert. Ich fand's sehr schön. Du nicht? Doch, schon. Aber? Es war falsch von mir. Ich habe dir damit falsche Hoffnungen gemacht. Ach so. Und deswegen vergessen wir das ganz schnell, oder wie? Ja. Wie gesagt, es war eben eine besondere Situation. Klar. Das kann ja schon mal vorkommen, dass man einen Typen küsst. So ähnlich wie auf einer Party, wo alle zu viel getrunken haben. So ähnlich, ja. Nett. Aber das musst du jetzt wahrscheinlich so hinstellen. Damit du nicht weiter Gedanken machen musst über dich. Ich habe nicht gesagt, dass mir das leid tut. Es war einfach nicht richtig von mir, wo du doch... Wo ich nicht verliebt bin. Sag's doch ruhig. Uli, machst du das nicht ein bisschen zu einfach? Ich meine, du hast mich geküsst. Na und? Macht das irgendeinen Unterschied? Das macht es wahrscheinlich schwerer, es für dich selbst zu rechtfertigen. Es wäre wahrscheinlich einfacher gewesen, ich hätte dich überrumpelt. Ja. Aber es war gar nicht nötig. Ja, ist ja klar, dass du jetzt darauf rumreitest. Du brauchst nicht schon wieder abzuhauen. Ich wollte eh spazieren gehen. Du willst dich mit der ganzen Sache nicht auseinandersetzen. Okay, dein Problem. Ich komme damit schon klar. Aber Millie gegenüber ist das echt nicht fair.
Ah, gut, dass Sie da sind. Wir starten gerade einen zweiten Versuch, Ihren Verlobten aus dem Koma zu holen. Aber Sie haben doch gesagt, es könnte noch ein paar Tage dauern. Ja, das habe ich gesagt, aber mittlerweile bin ich zu neuen Erkenntnissen gelangt. Der Grund für das Scheitern des ersten Versuches war wohl doch nicht der geschwächte Allgemeinzustand Ihres Verlobten. Sondern? Ich habe mir nochmal die Röntgenbilder angesehen. Herr Topper hatte zu viel Wasser in der Lunge. Wir haben ihm ein Medikament gegeben. Und? Tja, jetzt heißt es abwarten. Kann ich trotzdem zu ihm? Tut mir leid, aber... Bitte, Herr Dr. Spangenberg. Die Schwester darf doch auch zu ihm. Ich würde ihn auch nicht ansprechen. Ich möchte einfach nur bei ihm sein. Ja, aber der erneute Versuch könnte wieder misslingen. Und ich weiß nicht, wie Sie darauf reagieren. Ich würde schon damit zurechtkommen. Wenn ich nur ein bisschen näher bei ihm sein könnte. Was gibt's? Da ist eine Frau Ryan für Sie. Soll sie hochkommen? Ja, natürlich. Danke. Alles klar. Sie? Guten Tag. Danke, dass ich heraufkommen durfte. Möchten Sie sich setzen? Und? Schon wieder eingelebt? Um ehrlich zu sein, ich bin nicht zum Plaudern hergekommen. Sie waren heute bei Nina im No Limits. Sie war danach völlig fertig. Ich konnte sie wirklich nur noch mit Mühe aufrichten. Wir hatten eine Auseinandersetzung, das stimmt. Aber ich verstehe nicht. Es ist einfach nicht gut für Nina, sie zu sehen. Und deshalb möchte ich Sie bitten, meine Tochter in Ruhe zu lassen. Moment mal. Sie verbieten mir den Umgang mit Ihrer Tochter. Das kann ich nicht. Aber ich bitte Sie darum. Ich verstehe nicht, warum Sie das was angeht. Nina geht es nicht gut und das möchte ich nicht. Der Abstand von ihr wird auch Ihnen gut tun. Ich kann ohne Nina nicht leben. Weil ich sie über alles liebe. Deshalb sind Sie auch mit Arno ins Bett gegangen. Ich komme sofort wieder, wenn Sie Hilfe brauchen. Hier ist die Klingel. Danke. Ich vermisse dich so. Dein Lachen und auch wenn du mich ärgerst. Sogar unsere kleinen Streitereien. Ich wünschte, du würdest aufwachen, damit ich dir sagen kann, wie sehr ich dich liebe. Und damit du weißt, dass ich hier bin. Hörst du mich? Ich liebe dich. Heino. Hörst du mich? Kathi?